Knusprige Ente, cremige Knödel und würziger Rotkohl. Ein Klassiker, der immer geht. Und das Beste, mit ein paar Handgriffen gelingt er auch zu Hause perfekt. Wir beginnen mit der Ente. Dafür brauchen wir Zwiebeln, Möhren, Äpfel und Orangen, Geflügelfond, Orangensaft, eine Gewürzmischung aus Salz, Pfeffer und Beifuß. Zwiebeln schälen und grob schneiden, Möhren waschen, schälen und in Stücke schneiden, Äpfel halbieren und in große Stücke teilen, Orangen waschen, halbieren und ebenfalls grob zerteilen. Alles zusammen in einen Bräter geben und gut vermischen. Jetzt zur Ente. Innen und außen gründlich würzen mit Salz, Paprika und Beifuß. Wer mag, ergänzt mit Pfeffer oder einem Hauch Knoblauch. Dann die Ente mit Orangen, Zwiebeln, Karotten und Äpfeln füllen. In den Bräter legen, mit der Brust nach unten. Geflügelfond und etwas Orangensaft angießen, zudecken und bei 180 Grad etwa 90 Minuten in den Ofen schieben. Nach 90 Minuten holen wir die Ente vorsichtig aus dem Ofen, lassen den Bratensaft abtropfen und legen sie auf ein Blech. Dann kommt sie für weitere 60 bis 80 Minuten bei 180 bis 190 Grad Umluft in den Ofen, bis die Haut schön knusprig ist. Wer mag, kann die Haut am Ende mit Honig und etwas Geflügelsaft bestreichen, für diesen goldbraunen Glanz. In der Zwischenzeit die Soße aus dem Bräter mit einer Kelle in einen Topf gießen. Ich benutze dafür eine Fetttränkanne. Das ist wirklich praktisch, um überschüssiges Fett sauber zu trennen. Dann die Soße etwas einkochen lassen und mit einer leichten Mehlschwitze binden. Zum Schluss mit etwas Apfel- oder Orangensaft abschmecken. So bekommt sie eine frische, fruchtige Note und rundet die Ente perfekt ab. Nach etwa 90 Minuten ist die Ente soweit. Wir können sie aus dem Ofen nehmen. Den Rotkohl gebe ich jetzt in eine große Glasschale zum Servieren. Zum Schluss wird die Ente tranchiert. Ich beginne damit, die Brust in der Mitte mit einer Geflügelschere zu durchtrennen. Dann setze ich seitliche Schnitte und löse die Entenbrüste nacheinander vorsichtig aus. Anschließend trenne ich die Oberschenkel und Flügel ab. Jetzt wird angerichtet, die Ente zusammen mit dem Rotkohl und den Semmelknödeln auf Tellern anrichten, etwas von der Soße darüber geben und nach Belieben mit frischer Petersilie garnieren. Fertig ist ein klassisches Festgericht, knusprig, saftig und voller Geschmack. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein neues Rezept mehr verpasst.